Guten Morgen. Ich habe den Terminator, ich habe 45 Minuten plus die Pause und ich habe 203 Folien. Scherz. Damit ihr aber die vielen Folien, die ich euch jetzt zeigen werde, nachher von mir geschickt bekommt und natürlich auch noch eine Menge Informationen mehr, gehe ich den Weg und blende jetzt gleich zuerst die SMS-Nummer ein. Die wird auch auf den nächsten Bildern noch zu sehen sein, also keine Eile. Ihr fordert die Folien und das Infopaket mit dem bekannten SMS-Opt-in an. Damit ihr versteht und ich richtig rüberkriege, warum mein Funnel so funktioniert und zu 321.000 € Umsatz im ersten Halbjahr dieses Jahres geführt hat, muss ich euch erklären, was es mit meiner Vergangenheit auf sich hat. Ich wollte Softwareentwickler werden, habe studiert Informationstechnik, habe dann auch ein paar Jahre als Softwareentwickler gearbeitet und ab 1993 dann als Projektleiter im Mittelstand, im Konzernumfeld, überwiegend im Maschinenbau, in Produktionsumgebung und hatte die ganze Zeit immer mit den Kunden, die aus dieser Branche kamen, zu tun. Ab 1998 in etwa sind immer mehr Kunden auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ihr macht ja da das mit diesem Internet und wir bräuchten auch mal einen Internetauftritt oder wir haben schon einen und müssen den jetzt endlich mal verbessern und auf vernünftige Beine stellen. Und ich habe eine Internetagentur gegründet, habe das für die Kunden gemacht, hatte einen Mitarbeiter, 2, hat 5, 10, in der Spitze waren es 12 und wir haben in 12 Jahren 836 Internetauftritte für Kunden erstellt und betreut. Und ihr könnt mir glauben, in der Zeit habe ich alles mitgemacht, was man im Internet so erleben kann, Positives und Negatives. Und das hat tierisch Spaß gemacht. Ich bin durch die Gegend gereist in Deutschland und in Europa und habe für mein Team, für meine Mitarbeiter die Projekte akquiriert und alles war großartig. Ich habe richtig Geld verdient und war begeistert. So. Nach so 10, 11 Jahren, da wurde das Ganze dann immer schwieriger und ich hatte keine richtige Energie mehr, das zu machen. Und irgendwie ging es mit mir und meiner Motivation immer mehr bergab. Woran lag das? Ich hatte mir selbst ein Hamsterrad gebaut und habe 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Irgendwie Familie kam viel zu kurz und hatte auch keine Zeit mehr richtig zu relaxen. Und habe dann schon gemerkt, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Habe dann mit dem Arzt darüber gesprochen und meinte, naja, mussten wir ordentlich kürzer treten. Habe ich nicht gemacht. Aber am 27. August 2012 kriegte ich dann irgendwie Rückenschmerzen und nach 2 Stunden im Büro habe ich gesagt, ich muss jetzt mal nach Hause fahren, mir geht das irgendwie nicht so gut. 2 Stunden später, nachdem ich zu Hause war, lag ich dann in diesem Auto mit den 2 blauen Rundumleuchten obendrauf. Und das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich im Krankenhaus wach wurde. Rechts von mir stand so ein großer Tannenbaum mit jede Menge Infusionen. Und so ein paar besorgte Gesichter blickten mich an und versuchten mir beizubringen, dass jetzt meine Bauchspeicheldrüse, mein Herz und meine Lunge und noch verschiedene andere gleichzeitig irgendwie die Notbremse gezogen haben. Und dass man jetzt versuchen würde, mich wieder auf die Beine zu stellen. Da habe ich mich ziemlich erschreckt, das ist klar. Aber ich hatte auch Vertrauen. Das Einzige, was mich beunruhigt hatte, war jeden Nachmittag, so zur Feierabendzeit, erschien der Chefarzt in seinen Fahrradklamotten an meinem Bett und fragte mich, wie es so geht. Da dachte ich mir, der will bestimmt überprüfen, ob ich noch lebe und ob noch alles okay ist. Und an einem Tag, wo er dann so da stand, hat er gesagt, ja, Herr Große, wenn wir Sie dann hier wieder auf die Beine gestellt haben und Sie dann wieder zu Hause sind, was denken Sie denn so über Ihr Leben? Wie soll es denn weitergehen oder wie bewerten Sie denn das, was jetzt hier passiert ist? Ich habe zu ihm gesagt, naja, aus meiner Sicht hat mir das Leben jetzt die gelbe Karte gezeigt und ich muss da irgendwas verändern. Er meinte, nee, gelbe Karte ist schlecht. Das war kein Schuss vor den Bug, sondern das war ein Volltreffer. Und noch so ein Volltreffer werden Sie nicht so gut überstehen. Und dann hat er da so hinten in seinen Radfahrshirt gegriffen und hat 2 solche Bandmaße rausgeholt. Die liegen jetzt vor euch auf dem Tisch. Und er hat eins davon genommen, wie so aufs Bett geschmissen und das andere hat er so in die Hand genommen und stand dann so vor mir. Und ich möchte euch jetzt mal rüberbringen, was dann
passiert ist und was meine Erkenntnis daraus war. Ich würde euch bitten, dass ihr alle mal aufsteht und dieses Bandmaß so vor euch haltet, sodass man die Zahlen da vorzugsweise lesen kann. Alle bereit? So, also stand er dann so da und sagt, Herr Große, was sehen Sie da? Ich sage, ja, ist klar, es ist ein Maßband, es ist 1 Meter lang, alles gut. Und dann sagt er, sagen Sie doch mal, überlegen Sie mal, wie alt wollen Sie werden? Ja, habe ich dann so überlegt. Ich dachte, naja, so 80 wäre schon irgendwie ein angenehmes Alter. Und da sagte er, ja, dann reißen wir jetzt mal bei dem Alter, das kann bei jedem von euch anders sein, bei dem Alter, was ihr denkt, so alt wollt ihr und könnt ihr werden, das Bandmaß durch. Also alle einmal durchreißen, bitte. Das Stück ist jetzt irgendwie über hier, das können wir beiseite tun. Dann hat er das wieder so gehalten und sagt zu mir, ja, Herr Große, und was sehen Sie jetzt? Ich habe gesagt, ich sehe jetzt mein Leben von der Geburt bis zum Tod. Und sagte, jetzt kommt die kritische Frage, wie alt sind Sie jetzt? Ich war damals 51, jetzt nehmt ihr alle euer aktuelles Alter und an der Stelle reißt ihr das Bandmaß wieder durch. Das sieht natürlich jetzt bei jedem anders aus. Habt ihr? So, und dann sagt der Herr Große, was sehen Sie jetzt? Und ich, in der linken Hand ist mein vergangenes Leben. Da kann man jetzt nichts mehr für machen. Das ist jetzt irgendwie weg. Aber das, was ich hier rechts habe, ist für jeden von euch und damals auch für mich das verbleibende Leben. Das sind die Jahre, die euch noch übrig bleiben in diesem Leben und die man gescheit nutzen sollte. Und was sagt er, was ist die Lehre daraus? Dein Leben duldet keinen Aufschub. Diese Zeit muss man gut nutzen. Ihr könnt euch jetzt übrigens wieder hinsetzen. Mein Gedanke war, was mache ich jetzt draus aus dieser Erkenntnis? Ich mache daraus, dass ich diese Zeit, die mir zur Verfügung bleibt, optimal nutze. Es ist wichtig, smart zu arbeiten und nicht hart zu arbeiten. Und das betrifft aber nicht nur mich, sondern das betrifft genauso die 3,5 Millionen mittelständischen Kunden, die es in Deutschland gibt. Jeder, der dort ist, hat dasselbe Bedürfnis. Und einige Zeit später habe ich das gesehen. Clicktip. Mission ist es, Unternehmen die Zeit zu verschaffen, um endlich das zu tun, wofür sie angetreten sind. Es ist letztlich genau dasselbe. Das, was mir damals bei der Aktion mit dem Bandmaß in den Sinn kam, ist auch die Sache mit Clicktip. Und wie ging es weiter? Ich habe dann also einige Zeit gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich war 5 Wochen im Krankenhaus, dann noch eine Reha. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du musst das in Zukunft also tatsächlich anders machen, wenn du noch eine Weile leben willst. Und habe mich damit beschäftigt, wie es weitergehen soll. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hatte genug Zeit zum Nachdenken, die Besucher haben mir genügend Bücher mit ins Krankenhaus gebracht, die ich lesen konnte, war, was sind denn eigentlich meine persönlichen Ziele? Wo will ich hin? Das Wichtigste für mich war, ich will nicht mehr 60 oder 70 Stunden die Woche unterwegs sein, sondern ich will meine Arbeit, für die ich bezahlt werde, in 30 Stunden in der Woche machen. Ich hatte dann noch das Buch, die 4-Stunden-Woche und dachte mir, na, das ist ja ganz schön, aber 4-Tage-Woche wäre auch schon mal gar nicht übel. Also habe ich mir auf die Liste geschrieben, ich will meine Arbeit an ungefähr 4 Tagen in der Woche machen und ganz wichtig, ich will nur noch Lieblingsprojekte mit Lieblingskunden machen. Ich muss also einen Mechanismus finden, der es mir erlaubt, die Kunden auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Der nächste Gedanke für mich war, welche Zielgruppe ist denn die, mit der ich das umgesetzt kriege? Nun hatte ich ja aus der Softwareentwicklung und Projektleitungszeit bereits Erfahrung mit Maschinenbau und Produktionsunternehmen und deshalb lag es nahe, dass ich mich mit diesen näher befasse. Ich bin auch selbst Ingenieur, ich kann mit der Zielgruppe irgendwo gut klarkommen, das kann Markus sicherlich bestätigen und viele andere meiner Kunden auch. Und ein anderer wichtiger Punkt war für mich, in dieser Zielgruppe ist das Geld schon da. Das heißt also, es gibt etablierte Prozesse, es gibt etablierte Budgets oder auch nicht, aber zumindest habe ich keinen Existenzgründer, der zu Tode erschreckt, wenn ich sage, das kostet jetzt 5.000 €. Und
ich habe mir Unternehmen ausgewählt aus diesem Grund, die eben 5, 10 oder noch mehr Jahre am Markt sind. Und ich habe gesehen, okay, es ist eine wachsende, finanzstarke Nische. Ich bin dann also so 2012 zu dieser Zielgruppe gekommen und man sieht, es geht Jahr für Jahr deutlich bergauf. Also meine Entscheidung stand fest. Ich mache das für diese Zielgruppe, mit der ich schon seit Jahren erfolgreich bei anderen Projekten zusammengearbeitet habe. Fehlte mir also noch die dritte Komponente. Was ist eigentlich meine Kernkompetenz? Was ist das, was ich dieser Zielgruppe vorrangig anbieten kann und muss, was ich am besten kann, was ich überwiegend selber umsetzen kann und was sind die Bereiche, zum Beispiel Programmierung, Schnittstellen, Shopsysteme, wo ich vielleicht nicht so viel Ahnung habe. Damit muss ich jetzt nicht auf den Kunden losgehen. Bei mir war das Strategie, Konzeption und Projektleitung. Das konnte ich am besten. Dann kam das Jahr 2014. Ich bin in Berlin zum Clicktip, zu der allerersten Clicktip-Schulung, zu dem ersten Kongress gegangen. Mike hatte mich angerufen und meinte, ja, wir machen da jetzt im Dezember in 2 Wochen so ein Meeting und da in Berlin und muss da unbedingt mit hinkommen und da wollen wir so Consultants ausbilden und so. Naja, auf jeden Fall hat er so lange auf mich eingeredet, bis ich hingefahren bin. Und während der Veranstaltung habe ich dann verstanden, welche Möglichkeiten da alle drinstecken. Und ich dachte, oh, das ist ja geil, das kann man da alles automatisieren. Bin ich wieder zurückgefahren und dann habe ich wochenlang einen vollautomatischen Funnel gebastelt, der dazu führt, dass sich Maschinenbauunternehmen über Facebook und dann über Landingpages und Weiterqualifizierung und so weiter bei mir eintragen. Das war total super, hat aber eben auch überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe nicht einen Kunden darüber gewonnen. Und habe dann also lange herumprobiert, weil ich dachte, das muss ich ja irgendwie auch hinkriegen. Dann habe ich gedacht, okay, alles Quatsch, du fängst jetzt einfach ganz traditionell so an, du rufst da an, du akquirierst die Unternehmen und nur das, was nachher zu aufwendig wird, zum Beispiel Terminvereinbarung, das wirst du Stück für Stück automatisieren. Und diese Erkenntnis war letztlich der Schlüssel für meinen Funnel, den ich jetzt benutze und mit dem ich natürlich auch schon im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr den Umsatz generiert habe. Der ist total einfach und sieht so aus. Wir gehen diesen Funnel jetzt gemeinsam durch. Das ist erstmal nur die Übersicht. Auf der linken Seite seht ihr ganz viele unterschiedliche Eintrittspunkte in den Funnel, die zum Teil online und zum Teil offline basiert sind. Danach, in der zweiten Spalte, gibt es Landingpages. Diese sind alle gleich, bis auf 2 Sätze in dem Video. Zeige ich euch noch. Dann gibt es ein paar E-Mails, eine Terminvereinbarung und ich führe ein Strategietelefonat. Kommen wir noch zu. In dem Strategietelefonat entscheide ich, ob ich den Konzeptworkshop mit diesem Kunden durchführen möchte oder ob ich den Terminator zu Hilfe nehme. Und danach, die beiden grauen Kästen, sind die Umsetzungsschritte, die ich mit dem Kunden dann mache. Hier seht ihr also auf der linken Seite unten, ich halte Vorträge, ich habe im Laufe der Zeit Empfehlungen bekommen, ich habe kalt angerufen und telefoniert, ich habe allerdings auch weiter oben weiterhin Anzeigen geschaltet, Google und Bing Anzeigen und ich war zu dieser Zeit schon ganz lange bei Xing angemeldet und hatte da so ein Profil. Und da dachte ich mir, Mensch, da kannst du die alle mit Name, Vorname, E-Mail-Adresse und so weiter herausfinden. Das müsste doch auch ein super Weg sein. Da habe ich mich dann also mit Xing intensiver befasst. Frage an euch, wer hat ein Xing-Profil? Okay, fast alle. Wer hat ein LinkedIn-Profil? Okay, fast alle. Wer kriegt über diese Profile, wie ihr die da habt, eine oder mehr Anfragen pro Woche? Wir müssen uns unterhalten. Ich nicht. Und damals erst recht nicht. Und trotzdem wollte ich ja einen Weg finden, dass es funktioniert. Daraufhin habe ich herumgesucht, ich habe dann einen Coach gefunden, André Schneider, Kundengewinnungscoach, vielleicht kennt der eine oder andere von euch ihn schon. Und er hat so ein Coaching-Programm, wie man über Xing Kunden gewinnt. Das war ja, Anfang 2015, glaube ich. Ja gut, ich habe dann mitgemacht. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, du brauchst jetzt erstmal ein tolles Profil, aber ich wusste ja schon, mit dem Profil alleine wird das nicht tun, wird das nichts werden. Man muss also noch was Zusätzliches tun.
Und dieses Profil ist aber der kriegsentscheidende Faktor. Und ich hatte mir erst überlegt, dass ich euch jetzt mein Profil erkläre und zeige, aber ich habe dann André Schneider gebeten, dass er für euch mein Profil mal auseinander nimmt und euch zeigt, worauf es ankommt. Hallo nach Sofia und vielen Dank, André, dass du mir kurz die Gelegenheit gibst, zu zeigen, welche Erfolgsfaktoren auf dem Xing-Profil wichtig sind, damit man als Clicktip-Consultant Xing zu einem wahren Eldorado für die Kundengewinnung machen kann. Also, wichtig ist zunächst der gute erste Eindruck auf dem Xing-Profil. Und dafür ist vor allen Dingen verantwortlich der sogenannte Profilkopf. Das ist der obere Teil des Profils. Und da ganz wichtig, ich habe ja so eine 14-Schritte-Methode entwickelt und Schritt 1 dieser Methode ist das Profilfoto. Da meine Empfehlung, nehmt ein Profilfoto, was euch in einem sympathischen, aber durchaus professionellen Licht zeigt. Also bitte kein Urlaubsschnappschuss oder etwas Ähnliches. Der zweite wichtige Erfolgsfaktor ist die Grafik in der Visitenkarte hier oben. Da kann man das so machen, wie das der André sehr gut gemacht hat, dass man sich positioniert als Experte, als Unternehmensberater für Marketingautomatisierung, oder man kann dann ein schönes Bild einbauen, was man mit einem Slogan versieht, wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe, wo man den Kunden bei einer Sehnsucht abholt. Nächster Erfolgsfaktor, den der André auch sehr gut umgesetzt hat, ist das Zweckentfremden dieser Begriffe hier. Hier steht ja normalerweise, du bist Geschäftsführer und arbeitest in der ABC GmbH. Diese beiden Felder, die du bei den Profildetails hier unten im Lebenslauf findest, würde ich empfehlen, Zweck zu entfremden. Also denk einfach um die Ecke. Hier ist es wichtig, die unausgesprochenen Fragen zu beantworten. Was hat der Besucher davon? Bin ich hier richtig? Sind solche Fragen. Und das macht der André sehr gut, indem er sagt, ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Offline-Geschäft ins Internetzeitalter transformieren. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn, eine klare Nutzenaussage. Dann ist auf dem Xing-Profil noch sehr wichtig, dass man das Portfolio gestaltet. Das ist wie so eine Mini-Webseite, beinahe wie eine kleine Landingpage. Ja? Und da ist das Allerwichtigste, so wie es der André gemacht hat, holen Sie bei einer Sehnsucht, bei dem Wunsch eines Kunden oder bei dem Problem ab. Ja. Sie wollen dauerhaft mehr Geschäfte übers Internet, das möchte seine Zielgruppe. Ja. So, dann eine kurze Positionierung, schöne Grafiken. Ganz wichtig, dass man unten auch die Vorteile erwähnt, kurze Darstellung dessen, was ich tue und sehr vertrauensbildend neben der Handlungsaufforderung direkt die Verweise auf die Referenzen, in dem Fall sogar doppelt, Proven Expert, sehr gute Bewertung mit 4,89 von 5 Sternen und darunter sogar noch Referenzgeber mit Bild, Ross und Reiter, sehr glaubwürdige Referenzen genannt. Sehr schönes Portfolio, überzeugt, in der Kürze liegt die Würze und dann gucken wir noch auf die Profildetails. Auch das hat der André sehr gut gemacht, weil diese Top-Fähigkeiten gilt es zu nutzen, denn die werden in der Xing-Suche als erstes angezeigt und wenn das Xing-Profil in Google indiziert wird, wissen viele gar nicht, mit dem Xing-Profil in Google auf die erste Seite zu kommen, ist nämlich viel einfacher als mit einer Webseite. Dann werden nämlich die Inhalte dieser Top-Fähigkeiten angezeigt. Und da hat er das sehr gut gemacht. Sie sind Unternehmer in einer traditionellen Offline-Branche, damit spricht er die Zielgruppe ganz genau an, sehr spitz positioniert. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Geschäft ins Internetzeitalter transformieren. 3 Top-Fähigkeiten sehr gut ausgenutzt. Wichtig ist hier einen Dialog von Mensch zu Mensch, also ganze Sätze, nicht nur Stichworte. Diese Stichworte hier unten sind die sogenannte Keyword-Liste. Danach wird gesucht und unter diesen Begriffen möchte er gefunden werden, aber hier oben sollen es ganze Sätze sein. Dialog von Mensch zu Mensch. Dann eine klare Ansprache dessen, was er sucht. Das ist so dieses unsichtbare goldene Band der Gleichnisse, wenn jemand dieses Profil besucht und mal guckt, Mensch, wen sucht denn dieser André Große? Und dann erkennt, hey, der sucht genau mich, dann entsteht eine gewisse Verbindung. Ja? Hey, der ist spezialisiert offensichtlich auf mich. Dann eine knackige Positionierung in der Berufserfahrung, Ausbildung sehr gut genutzt, Sprachenzweck entfremdet. Das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. André spricht kundisch, telefonisch und auch Tacheles, macht ihn interessant. Alles in allem kann man sagen, ein sehr gut gelungenes Profil. Der Erfolg gibt André Große recht. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Erfolg insofern. Und wenn ihr die Dinge umsetzt, die ihr vom André hört und auch von den anderen Referenten, dann werdet ihr sehen, es ist gar nicht so schwer, mit einer guten Strategie und den tollen Angeboten von Clicktip sehr viel Erfolg als Consultant zu haben. Und den wünsche ich euch. Das hört sich doch gut an. Also das war die Basis für mein Profil, habe ich ziemlich lange gebraucht und oft dran rumgefeilt und ich tue es auch jetzt immer noch mal wieder aktualisieren, aber ich glaube, die Grundprinzipien sind rübergekommen. Das alleine genügt aber nicht. Ich gehe dann folgendermaßen vor, ich suche in Xing nach meiner Zielgruppe.
Man sieht hier Maschinenbau, über 10.000 Mitglieder gefunden. Das sind also ungefähr 55.000, habe ich herausgefunden, die da reinpassen. Und man kann hervorragend suchen. Zum Beispiel im Postleitzahlgebiet 2, den Geschäftsführer. Er bietet Maschinenbau und sucht Kunden. Das ist so eine typische Suchabfrage, die ich dann mache. Und dann nehme ich diese gefundenen Kontakte und schreibe die einfach an, mit dem Ziel, dass sie den Kontakt zu mir herstellen und ich den schreiben kann. Der typische Text, den ich verwende, ist dann: Guten Tag, Herr Mustermann, wie ich in Ihrem Profil lese, sind Sie ebenfalls im Maschinenbau aktiv, also das ist der Rapport zu dem Tätigkeitsbereich des Angeschriebenen und auf der Suche nach neuen Kunden. Die kann man ja in der heutigen Zeit auch nicht genug haben, oder? Darf ich Ihnen einen seriösen Platz in meinem Netzwerk mit über 8.700 Mitgliedern anbieten und Sie um Kontaktfreigabe bitten? Vielleicht kann ich Sie ja mit dem einen oder anderen nützlichen Tipp zur Automatisierung Ihres Marketings oder der Gewinnung neuer Kontakte und Kunden wirkungsvoll unterstützen. Für mich besteht Networking eher aus Geben als aus Nehmen. Viele Grüße, André Große. Ungefähr 10 bis 15% der so Angeschriebenen beantworten das positiv, was dazu führt, dass ich denen weitere Nachrichten schicken darf. Und alles, was ich dann tue, fokussiert sich darauf, diese Kontakte auf die Landingpage zu bringen. Und in der Landingpage versuche ich sie natürlich dann zu dem Strategietelefonat zu bewegen. Also meistens braucht es 1, 2, nicht E-Mails, sondern Nachrichten innerhalb von Xing, was man auch manuell machen muss, bis man dahin gekommen ist, dass der Kontakt auf der Landingpage ist. Und auf der Landingpage gibt es nur 2 Komponenten. Einmal dieses, ich nenne das jetzt mal Bewerbungsformular. Es heißt aber nicht Bewerbungsformular, sondern das kann man jetzt nicht lesen. Fragen zur Gesprächsvorbereitung steht da oben drüber. Und er macht dann so verschiedene Angaben. Das ist für mich ganz nützlich, um mich auf das Gespräch vorzubereiten, und übermittelt das Formular mit dem Ziel, dass er dann also dieses Strategietelefonat mit mir führen kann. Ich denke, das Formular ist soweit klar. Das Video, welches über dem Formular ist, das möchte ich euch jetzt mal vorspielen. Es ist, wie ich schon gesagt habe, immer gleich, nur in 1, 2 Sätzen, ihr werdet sehen, spreche ich die Zielgruppe, die ich vorher auf Xing ausgewählt und targetiert habe, ganz genau an. Also ich habe ungefähr 25 solche Videos, wo ich das ganz messerscharf auf diese Zielgruppe ausrichte. So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Sie interessieren sich dafür, online neue Kunden zu gewinnen und mit Ihren Bestandskunden zusätzliche Umsätze zu machen? Oder es geht Ihnen darum, automatisiert dafür zu sorgen, dass Ihre Vertriebsmannschaft quasi doppelt so effizient arbeiten kann? Genau das sind die Aufgabenstellungen, mit denen ich mich seit 20 Jahren in über 800 Projekten für meine mittelständischen Kunden beschäftigt habe. Und ja, es ist mir in dieser Zeit mit meinem Team tatsächlich gelungen, Umsätze zu verdoppeln, Seminarbuchungen drastisch zu erhöhen und für motivierte Verkäufer und erstaunte Kunden zu sorgen. Vielfach bewährte Marketingstrategien habe ich dazu in ein übersichtliches, modulares Baukastensystem gepackt. Aber ich wäre unseriös, wenn ich Ihnen hier von vornherein versprechen würde, dass ich Ihnen das 1:1 für Ihr Unternehmen in die Tat umsetzen kann. Denn Sie wissen als Unternehmer am besten, Ihr Geschäft unterscheidet sich in vielen wichtigen Details von allen anderen und bei der Umsetzung steckt der Teufel tatsächlich im Detail. Deshalb mache ich Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie uns in einem Strategietelefonat klären, was Sie genau brauchen und wie ich Sie mit meinem Team und meiner langjährigen Projekterfahrung gegebenenfalls noch schneller zum Erfolg führen kann. Wenn das in die Richtung geht, die Ihnen vorschwebt, dann lassen Sie uns sprechen. Bitte klicken Sie auf den Button direkt hier beim Video und vielleicht telefonieren wir dann schon bald miteinander. In jedem Fall wünsche ich Ihnen maximale Erfolge in Ihrem Geschäft. Ihr André Große. Kommt dieser Text jemandem bekannt vor? Christiani, Schulungsteilnehmer. Ja, also es ist ein Differenzierungsstory-Video und es gibt ganz viele andere Beispiele. Und ich fand das toll und ich dachte, das probierst du, und es hat auf Anhieb funktioniert in diesen geringfügigen Abweichungen und Modifikationen, die ich gemacht habe. Gut, nächster Schritt,
Strategietelefonat. Das ist der zentrale Punkt des Ganzen. Die Telefonate sollen an sich 30 bis 45 Minuten dauern. Bei mir dauert das immer eine Stunde. Aber was mache ich in dem Telefonat? Es ist total einfach. Ich frage ihn, erster Punkt, wo stehst du jetzt? Und ich frage immer wieder nach. Also wer fragt, der führt. Ich stelle 1000 Fragen, bis ich genau weiß, wo er jetzt steht. Und ich mache mir während des ganzen Telefonats Notizen, was er gesagt hat. Also so Wortgruppen. Ich habe zu wenig Zeit für meine Familie oder ich möchte das und das tun, ich will neue Mitarbeiter einstellen oder was auch immer gesagt hat, schreibe ich mir alles auf den Blog. Und diese Phrasen verwende ich dann später in meinem Angebot. Die zweite Frage ist, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wie habt ihr das vielleicht bisher gelöst und was wäre die ideale Lösung? Also das Ziel der ganzen Aktion ist zu sehen, wo ist er jetzt und wo will er in Zukunft hin und wie kann ich ihm dabei helfen? Und in dieser ganzen Zeit erarbeite ich mir auch einen Überblick darüber, ob ich mit dem überhaupt zusammenarbeiten möchte. Das ist dieses Thema Lieblingskunden. Manchmal kommt es dann irgendwo zu keiner guten Chemie oder ich stelle fest, oh Gott, der hat jetzt irgendwie schon Probleme, die ersten 1000 Euro zu bezahlen oder sagt, er hat finanzielle Schwierigkeiten oder Engpässe. Dann weiß ich, dann werde ich mich schwer tun, auf Dauer mit ihm zusammenzuarbeiten, was ja mein persönliches Ziel ist. Also diese Wortgruppen zu notieren und die persönliche Ebene abzuklären. Und was ich noch mache in diesem Telefonat, ich kläre für mich intern ab, wie ich weiter mit ihm vorgehe. Entweder mit der Workshop-Methode oder mit Arnold Schwarzenegger. Was es damit auf sich hat, kommt jetzt. Workshop-Methode ist einfach erklärt. Ich biete in einem Telefonat an, ich sage, okay, wir müssen uns erstmal einen Standpunkt erarbeiten, genauer ausarbeiten, was Sie alles machen können, welche unterschiedlichen Realisierungsschritte möglich sind. Und ich komme einen Tag zu Ihnen, wir besprechen alles in dem Workshop, vielleicht vormittags mit dem Geschäftsführer, nachmittags mit den Mitarbeitern. Und am zweiten Tag arbeite ich dann das Konzept aus und bespreche das nochmal mit Ihnen. Und Sie erhalten ein Konzept, was Sie selbst in-house oder auch mit einem anderen externen Partner umsetzen können. Das ist noch nie passiert. Aber das kriegt er wirklich und das sage ich ihm auch und der Preis dafür liegt zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Und den habe ich deshalb so festgelegt, weil ich wissen möchte, ob er bereit ist, etwas darin zu investieren. Denn er wird ja auch danach in Systeme und weitere Leistungen investieren müssen. Er wird unter Umständen Traffic brauchen. Und wenn er am Anfang diesen Workshop nicht bezahlen will, dann kann das nicht funktionieren. Und die Höhe des Preises ist so festgelegt, ich habe festgestellt, wenn man unter 1.500 Euro Tagessatz, also so denkt ja der Kunde darüber, anbietet, dann wird man nicht ernst genommen. Also das ist die Workshop-Methode. Ergebnis, Konzept, Stufenplan für die Umsetzung, Angebot für den ersten Umsetzungsschritt. Manchmal komme ich dann auf die Idee, Arnold Schwarzenegger zur Hilfe zu nehmen. Dazu muss ich euch die Geschichte erzählen, die dahinter steht. Vor seiner Zeit als Gouverneur hatte er schon mal eine Karriere als Terminator. Ich bin jetzt kein Anhänger von irgendwelchen Waffen oder Kriegshandlungen, aber die Story dahinter ist die. Stellt euch vor, ihr seid bei euch zu Hause in der Wohnung oder im Haus, ihr habt Arnold Schwarzenegger in voller Bewaffnung zu Besuch und ihr sitzt auf dem Sofa, guckt fern und Arnie liegt schon im Gästezimmer und pennt. Jetzt macht ihr dann abends so die Jalousie auf, guckt in den Garten raus und seht, oh Gott, hunderte böse Monster sind draußen und wollen mein Haus und meine Familie angreifen. Was macht er dann? Er geht schnell ins Gästezimmer. Hey Arnie, du musst mir helfen. Dann steht er auf, holt seine Kanone raus und macht bom, 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 bom. Und 10 von den bösen Geistern, die dem Haus am nächsten waren, sind tot. Die liegen da rum, Gefahr gebannt. Eigentlich erstmal super, aber da sind noch 100 weitere. Und was geschieht dann? Was sagt ihr dann zu Arnie? Er sagt, hey Arnie, du kannst nicht wieder ins Bett, mach weiter. Mach weiter. Und das ist der Trick daran. Ich sage dann also in dem Strategietelefonat, okay, ich habe jetzt gesehen, Sie haben ja vielleicht so einen Klicktipp und Sie haben das Problem mit der Messe. Wir könnten ja einfach mal dafür sorgen, dass wir die Visitenkarten fotografieren und 1, 2 E-Mails rausschicken und irgendjemand im Vertriebsinnendienst benachrichtigen. Um das umzusetzen, brauche ich dann bis zu einem Tag, also 3 für 5 Stunden, das mache ich für lau. Und warum tue ich das? Das ist natürlich so ein kleines Risiko. Aber erstens, ich muss ihm nichts verkaufen. Wenn ich damit fertig bin, würde er mich freiwillig bitten, weiterzumachen. Das hat bisher immer funktioniert. Gleich kommen noch die Zahlen.
Also dass der Vorteil ist, man muss nichts verkaufen, der bittet einen von selber darum. Das Risiko ist, kann natürlich passieren, der lässt sich da jetzt so eine kleine Leistung erbringen und sagt, ja, das ist toll, dass Sie das gemacht haben, viel Glück noch so. Und es ist vorbei. Aber das muss auch erstmal passieren. Ich habe das auch nicht selber erfunden, sondern ich bin in dem Inner Circle von Frank Kern aus den USA und der arbeitet nach der Methode und deshalb habe ich mir gesagt, das probiere ich jetzt auch mal aus, ob das in Deutschland auch funktioniert. Gut, jetzt haben wir nach der einen oder anderen Methode den Kunden an Bord geholt und jetzt mache ich immer ein Stufenkonzept mit dem Ziel einer permanenten Betreuung. Also ich will nur Kunden, mit denen ich über Monate oder Jahre zusammenarbeite und ich habe gelernt, man muss am Anfang mit ganz kleinen Häppchen anfangen, sodass innerhalb von 4 bis 8 Wochen ein Ergebnis da ist. Irgendwo die große erste Stufe über ein Jahr bringt nichts. Stellt sich an der Stelle immer die Frage, in diesem ganzen Ablauf bis hierhin, wo ich den Kunden ja gewonnen habe, wo und wie verkaufe ich jetzt Clicktip Enterprise? Und die zu beantworten, gar nicht. Wenn der nicht schon Clicktip hat, gehe ich nicht hin und spreche mit ihm darüber, sondern ich spreche mit ihm über seine Ziele und darüber, wie man das umsetzen kann und wie das alles läuft, also über diese ganzen strategischen Punkte. Und da gibt es einen Punkt, welche Systeme brauchen wir denn dafür? Da braucht man vielleicht WordPress und Digistore und Digimember und Clicktip und das und das. Und das ist total selbstverständlich, da stellt keiner irgendwelche weiteren Fragen. Also ich gehe nie hin und sage, ich will jetzt Clicktip verkaufen. Was ist jetzt das Ergebnis dieses ersten Halbjahres, dieser ersten 6 Monate? Ich habe also ungefähr 16.000 € für Traffic ausgegeben, für unterschiedliche dieser Kanäle, die in dieser Grafik in der ganz linken Spalte waren. Und was auch mit drin steckt, ist eine virtuelle Assistentin, die mir dabei hilft, diese Xing-Nachrichten zu verschicken, weil man das nicht automatisieren kann. Daraufhin habe ich 192 Bewerbungen gekriegt über die verschiedenen Landingpages und ich habe 49 Mal telefoniert. Dann hatte ich 19 bezahlte Konzept-Workshop-Tage und 8 Schwarzenegger-Tage. Also ich habe praktisch 8 Tage gearbeitet, ohne dafür im ersten Schritt Geld zu bekommen. Daraus sind dann also 21 Neukunden entstanden, die insgesamt diese 23.150 € Sofortumsatz gebracht haben. Eins möchte ich noch dazu sagen, da unten steht jetzt 14 Neukunden, 174.000 € und 7 Neukunden, 146.000 €. Es ist nicht so, dass man mit der Schwarzenegger-Methode Projekte mit höherem Umsatz gewinnt, wie man jetzt vermuten könnte, sondern das ist Zufall. Da war einfach einer dabei, der etwas größer war. Also Ergebnis ist es ungefähr gleichwertig. Nochmal zusammengefasst, also ich habe 16.000 € investiert, ich habe 40 Stunden telefoniert, ich habe 8 Tage praktisch Probearbeit kostenlos abgeliefert, hatte 321.150 € Umsatz und davon sind ungefähr 200.000 € Gewinn. Jetzt haben wir vorher, als wir die Präsentation besprochen haben, haben wir gesagt, Mensch, 1.250 € Return on Investment, das kann 1.250% Return on Investment, das kann irgendwie gar nicht sein. Aber so ist das. Also oben 16.000 € und etwas Arbeit rein, unten nach 6 Monaten 200.000 € Gewinn raus. Und da ich ja diese langfristige Projektzusammenarbeit anstrebe, ist der Erfahrungswert, die 200.000 oder weitere 200.000 € kommen in den nächsten 2, 3, 4 Jahren nochmal dazu, ohne Akquisitionsaufwand. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht, das macht die Sache auch planbar. Allerdings muss man das Ganze ja dann auch irgendwie umsetzen. Und dann habe ich dann Ende Juli mal die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, jetzt halte ich erstmal alle Maschinen an. Es ist ja aber so, dass trotzdem noch welche anrufen, nur meine aktiven Akquise-Maßnahmen sind jetzt erstmal auf nahe Null gedreht. Und ich bin jetzt dabei, das alles abzuarbeiten. Ich weiß aber, dass ich, wann es notwendig sein wird, zum Beispiel im Januar, einfach nur Kanal 1, 3, 5, 7 und 11 wieder einschalten muss und es geht genauso weiter. Was ist jetzt das Fazit? Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass die Unternehmer-Basics stimmen. Das waren die 3 Punkte, die ich zuerst gezeigt habe. Ziele, Zielgruppe und das Produkt, also die Leistung muss zusammenpassen.
Ich brauche reproduzierbare, teilautomatisierte Prozesse, weil hat sich herausgestellt, Vollautomatisierung ist irgendwie schwierig. Ich brauche natürlich eine exzellente Umsetzung. Wenn ich jetzt so einen Schwarzenegger-Tag mache und 4 oder 6 Stunden eine Leistung erbringe, wird es hinten raus nur funktionieren, wenn der sagt, oh, das ist ja geil, also das hätte ich ja mal nicht gedacht und so. Ne? So, dann haut das hin, also die Leistung muss passen und es ist ja insgesamt kein Hexenwerk. Ich habe nichts Übernatürliches getan, ich habe einfach nur für meine Begriffe Standardwege gewählt. Ja, mal ganz ehrlich, wie man in Hamburg sagt, Butter bei die Fische. Wenn ich das kann das jeder von euch auch. Es ist sicherlich im Detail etwas komplizierter, das kann ich jetzt hier in der kurzen Zeit nicht drüber bringen, aber die zentralen Punkte sind, man braucht das Ziel, man braucht den Weg zum Ziel, man braucht die richtige Zielgruppe, die die Leistung auch haben will, wo es nicht so viel Wettbewerbsdruck gibt und die wächst. Bei Mayo heißt das immer Blue Ocean Markt. Also, das ist bei den Maschinenbauern sicherlich gegeben. Und ich habe ja schon gesagt, dass meine Stärken sind Strategie, Konzeption, Projektleitung. Deshalb seid ihr ja auch alle unter anderem hier. Man braucht Partner, mit denen man Projekte zusammen abarbeiten kann. Ich habe da hingeschrieben, im Rudel jagt sich's besser. Wenn ich zuverlässige Partner um mich herum habe, die das können, was ich nicht so gut kann, habe ich die Gelegenheit, einfach mehr Projekte anzunehmen und mich 100%ig darauf zu verlassen, das zu machen. Einer von denen, mit dem ich zusammenarbeite, ist Alvaro. Alvaro hat Erfahrung als Berater im Online-Bereich, er kennt Shop-Systeme, hatte eine Agentur, so ähnlich wie ich, 2009 bis 2015 und war genau vor einem Jahr hier. Und vor einigen Monaten sind wir uns dann begegnet und das hat sofort irgendwie funktioniert. Das ist irgendwo großartig, wenn man jemanden trifft, mit dem man zusammenarbeitet. Jeder macht seine eigenen Projekte, aber man macht eben auch welche zusammen. So, dass wir also jetzt ganz oft in Projekten zusammen auftreten. Nun ist es ja so, wir sind jetzt hier durchgerast. Ich habe euch gezeigt, wie ich es mache und wie ich es auch in den nächsten Jahr weitermachen werde. Und ich habe euch ja auch schon gesagt, es gibt ein Infopaket, in dem ich diverse Informationen zusammengefasst habe. Und wir planen ein Seminar, einen Workshop in Hamburg, wo für die, die es dann am meisten interessiert, auch alles nochmal, jeder sich das für sich selbst an einem ganzen Tag ausarbeiten kann. Das mache ich dann mit Alvaro zusammen. Bleibt mir am Ende nur noch Butter bei die Fische und schreibt die SMS. Danke.